Hallo meine Lieben, heute habe ich Geschenkanhänger mit Namen und die werden wir sublimieren. Und wie ihr das genau machen könnt und was ich dafür verwende, das seht ihr gleich nach dem Intro. Für das heutige Video habe ich, wie gesagt, Buchzeichen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, na, Buchzeichen, was hat denn das jetzt mit Verpacken zu tun? Aber ich dachte mir, anstatt ein Geschenklabel zu machen, wo wir einen Namen draufschreiben oder irgendwas draufschreiben, könnte man dafür ja die Buchzeichen verwenden, weil dann kann man die dann ganz einfach weiterverwenden und die nicht wegschmeißen, wie man das eben mit einem Label macht. Und ich wollte hier im unteren Bereich ein Bild machen, bisschen Hintergrund, bisschen Schneeflocken drauf und dann Frohes Fest und den Namen. Und dieses Design machen wir kurz zusammen, damit ihr auch seht, wie ich das jeweils mache. Für dieses Projekt habe ich mir was von Freepik gesucht. Und zwar habe ich hier oben in der Suche ganz einfach Cute Christmas Animals eingegeben. Süße Weihnachtstiere. Und da so ein bisschen geguckt, ob es was dabei hat, was mir gefällt. Und ich fand diese Pinguine super süß. Und die werde ich auch verwenden. Das heißt, ich habe das heruntergeladen. Und wenn ihr das heruntergeladen habt, dann habt ihr hier einen Zip-Folder. Den könnt ihr doppelklicken, dann geht er auf. Und dann habt ihr einerseits ein EPS und ein JPEG-Format. Ich würde eigentlich das EPS verwenden, weil ich mit Adobe Illustrator arbeite. Aber um euch das heute zu zeigen, verwende ich extra das JPEG-Bild, dieses hier, und bearbeite das in Canva, damit ihr seht, wie ihr das machen könnt, auch wenn ihr keinen Adobe Illustrator habt. Das heißt, hier auf Canva, und das habe ich euch auch schon gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ein Abo und deshalb kann ich hier auch meine eigenen Designs erstellen, benutzerdefinierte Größe. Und ich habe da ganz einfach eine A5-Seite gemacht. Das heißt, ich habe hier 148 x 210 mm eingegeben. Ihr könnt hier oben auch auf Millimeter wechseln und dann hier die Zahlen eingeben. So habe ich eine Datei erstellt. Dann habe ich eben hier meine Datei und ich mache hier kurz eine neue Seite, damit ihr das alles seht. Ich habe hier einerseits mal diese Rechtecke eingefügt und das ist von der Größe her, habe ich das einfach so groß gemacht wie die Buchzeichen. Das heißt, ich habe hier ein Rechteck eingefügt oder ein Viereck eingefügt und habe das in der Größe so angepasst. Das müssten 15,2 in der Höhe und in der Breite sind es 3,8. So, dann habe ich das Bild hochgeladen, damit ich das habe. Und ich habe hier eingegeben Frame Circle. Dann nehme ich diesen hier, passe den an, damit das hier auf meinem Buchzeichen Platz hat. Eher im unteren Bereich, so in dem Stil. Und jetzt kann ich hier bei den Uploads mein Bild nehmen. Wenn ich das hier drauf ziehe, dann ist es jetzt in diesem Kreis drin. Jetzt gehen wir ein bisschen rein. Jetzt will ich natürlich nicht verschiedene haben, sondern nur einen davon. Da kann ich drauf doppelklicken und jetzt kann ich das Originalbild anpassen. Dann gucke ich einfach, dass ich diesen kleinen hier habe, ohne dass ich was von den anderen Pinguinen drauf habe, der aber trotzdem hier reinpasst. Ich habe hier noch ein kleines bisschen von dem Bommel, aber ich denke mal, das passt. So soll der aussehen. Und was ich jetzt mache, ist die Hintergrundfarbe anzupassen. Und da kann ich hier auf die Farben gehen. Und da sucht er mir eigentlich schon die Farben aus dem Foto raus. Und dann kann ich hier dieses Hellblau nehmen. Und dann passt es eigentlich schon ziemlich gut zu diesem Blau hier. Ich gehe kurz noch ein bisschen rein.
weil wenn es nicht ganz passt, könnt ihr immer noch hier auf Plus gehen und dann mit diesem Regler noch ein bisschen spielen, damit es für euch noch besser passt. Mal gucken. Ich glaube, ich hätte das so, dass ich den Kreis, dass der so ein bisschen auffällt und ich trotzdem dieses hellblau habe. So machen wir das. Jetzt, damit ich hier nicht Schnee drauf habe und hier nicht, kann ich ganz einfach auf Elemente gehen. Dann gebe ich hier Snow ein für Schnee. Dann haben wir hier so verschiedene Möglichkeiten an Schnee einzufügen. Das ist was ein bisschen groß. Mache ich nochmal rückgängig. Versuche das andere. Gefällt mir eigentlich besser und ich mache das dann ganz einfach so, dass ich das dupliziere und unten noch eins einfüge. Dann habe ich hier schön diesen Schnee verteilt. Dann will ich natürlich noch eine Schrift drauf haben. Kann ich Text einfügen. Schon mal ein bisschen kleiner und ich gucke jetzt kurz, was ich hier verwendet habe. Das ist Apple Juice. Da schreibe ich Frohes. Gehe hier auf die Schriftarten und nehme eben dieses Apple Juice. Mache das noch ein bisschen größer, dass es auch sicher drauf Platz hat. So. Schön mittig, jetzt dupliziere ich das und sage noch fest. Und dann dupliziere ich das nochmal. Und für den Namen habe ich eine andere Schriftart gewählt, das ist Angelina. Dann könnt ihr hier den Namen eingeben und das natürlich auch in der Größe anpassen, damit ihr den Platz hier optimal nutzen könnt. Na, so in dem Stil. Jetzt verschiebe ich hier kurz den Schnee und mache den Hintergrund extra ein bisschen größer, weil ich will nicht, dass dann irgendwas an Weiß noch hervorguckt. Und dann mitte ich das Ganze wieder aus. So. Jetzt könnt ihr euch eigentlich überlegen, wo ihr das Ganze platzieren wollt. Ich würde sagen, bei mir mache ich das so. Und dann nehme ich das Ganze und dupliziere das einmal. Pack das nebendran. Ne? Jetzt kann ich hier den Namen ändern. Und dann auch meinen Pinguin. Das heißt, ich verschiebe das hier kurz ein bisschen rüber, damit ich wieder Zugriff auf den Pinguin habe. Mache da wieder Doppelklick drauf und was nehmen wir hier? Den kleinen finde ich auch super süß. Und so habe ich eigentlich schon meine beiden Designs gemacht. Jetzt lege ich die noch in die Mitte von meinem A5-Blatt. Die andere Option ist, ich merke gerade, dass ich hier das ein bisschen anders gemacht habe. Und zwar habe ich, anstatt den Kreis, habe ich, nach was habe ich da gesucht? Frame Rectangle hatte ich genommen. Und dann hier, glaube ich, diesen. Das natürlich massiv kleiner gemacht, damit das hier auch Platz hat drin. Jetzt können wir mal versuchen, ob das besser geht. Funktioniert definitiv besser. Das heißt, wenn ihr nicht einen Kreis nehmt, sondern einfach so ein Rechteck, geht das noch besser.
Dann können wir das nämlich auch noch größer machen. Von dem her schiebe ich das hier kurz ein bisschen weg, lösche den Kreis und dann mache ich kurz, dupliziere ich das kurz, lege das hier rüber. Den schiebe ich auch weg. Den Schnee schieben auch weg. Dann lösche ich den, lösche den und packe den hier wieder drauf. Dann markiere ich den Schnee, sage bei dem ganz nach vorne und schiebe das hier wieder so drüber. Braucht den Schnee eigentlich gar nicht zweimal, das reicht eigentlich in einmal, wenn ich den richtig platziere. Können wir das hier in den Hintergrund bringen. Dann ist der Schnee drüber und hier machen wir jetzt noch ein anderes Bild. Und zwar nehmen wir den kleinen hier. Den muss ich ein bisschen kleiner machen. Dann habe ich den Platz definitiv besser genutzt und die kleinen sind dann auch ein bisschen größer. Ne? So, und dann kann ich die hier löschen. Das war nur der Entwurf. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und jetzt kann ich das teilen und sagen Download als PNG. Kann eigentlich auch sagen als JPEG. Passt, weil ich habe schon die richtige Größe. Aber hier Qualität 100 und Download. Und so haben wir eigentlich schon das Bild, was ich ausdrucken kann. Das heißt, ich gehe hier auf den Print Manager, sage lokale Datei öffnen, dann dieses JPEG, was ich hatte. Dann muss ich hier das Layout anpassen und zwar will ich eine A5-Seite. Das habe ich hier jetzt nicht, da müssen wir nochmal abbrechen und dann gehe ich beim Print Manager und sage Seitenformate verwalten. Gebe hier von der Höhe her ein. Moment. Das waren 14,8, also 148 und von der Breite waren es 21, umgekehrt, ne? Ich brauche hier 210 und hier 148. Speichern unter A5 hoch, VB und speichere das. So, jetzt nochmal drucken. Lokale Datei öffnen, Buchzeichen Weihnacht. Dann beim Layout wähle ich eben mein A5 hoch. Jetzt beim Job wusste ich, von der Höhe her hatte ich 15,5 anders. So müsste das stimmen. Gespiegelt hatte das auch schon. Farbe ist Vivid, passt. Dann haben wir hier, bin mir nicht ganz sicher, was am besten passt. Ich nehme jetzt mal Polyester. Hohe Qualität, passt, passt, passt. Und jetzt muss ich nur noch das richtige Papier in den Drucker reinlegen und dann kann ich das drucken. So, das hilft extrem, wenn man schwafelt und die Kamera nicht läuft. Ich habe das ausgedruckt und hier kurz auf den Seiten 2 Streifen abgeschnitten, damit es ein bisschen kleiner ist. Und bei den Buchzeichen habe ich die Schutzfolie, die es drauf hat, habe ich schon weggenommen. Und jetzt putze ich das kurz nochmal, damit da wirklich nichts drauf ist. Das ist einfach ein Mikrofasertuch. Und jetzt kann ich das eigentlich auch schon so aufs Papier legen. Und ich kann mich hier schön an diesen hellblauen Linien orientieren, dass das schön mittig liegt. Und kann das so festkleben. Ich nehme da jeweils noch so ein Backtrennpapier, wo ich das reinpacke. Ich habe zwar gemerkt, bei dem Sockersdrucker, das ist wirklich super, der braucht extrem wenig Tinte. Aber ich bin lieber vorsichtig. Ich nehme hier zum Pressen, das finde ich super, das von Artesprit, das Kissen quasi, was an dem super ist, das gibt nicht allzu stark nach und das ist für solche Sachen extrem praktisch. Auch noch in der richtigen Richtung drauflegen. Ne? Ja, zuerst ausrichten.
drauflegen und ich habe die EasyPress auch schon vorgeheizt auf 185 Grad 50 Sekunden und genau so gucke ich jetzt, dass ich natürlich die ganze Fläche abdecke und presse das. Sind die natürlich noch heiß und deshalb lasse ich die zuerst so ein bisschen auskühlen. Und ich mache das jeweils so auf eine hitzebeständige Wabe oder Unterlage, weil dieses Teil ist jetzt immer noch heiß. Das heißt, es kühlt weniger schnell ab und wir wollen natürlich, dass der Sublimationsprozess so schnell wie möglich stoppt. Von dem her gucken, dass das auch möglichst schnell auskühlt. Und versuche hier vorsichtig den Kleber kurz anzuheben. Und das wegzuheben in einem Schub. Aber das erste. Das finde ich auch so super am Sorgras-Drucker. Da bleibt echt fast keine Tinte drauf zurück, also massiv weniger als das, was ich mit dem Epson hatte. Und gucken wir uns die Zeichen an. Ich finde, die sind super süß geworden. Ne? Frohes Fest mit den Namen und den kleinen Pinguinen. Und kann da hier noch eine passende Pastel dran bringen. Und schon haben wir wunderbar ein Geschenkanhänger oder was man einfach unter das Geschenkband quasi drunter machen kann oder man kann es hier oben auch befestigen. Und wenn das Geschenk ausgepackt ist, kann man den ganz einfach als Buchzeichen verwenden. Ne? Und hat so eben einen Geschenkanhänger, der wiederverwendet oder weiterverwendet werden kann. Das war die Idee für heute. Ich hoffe, die hat euch gefallen und dass euch das Video gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around.